Wie viele Möglichkeiten hast du schon verpasst, nur weil du die Angst hattest, abgelehnt zu werden? Wie vieles hast du dich nicht getraut zu machen? Aus Angst, abgelehnt zu werden. Aus Angst davor, dass Leute deine Fehler offenbaren und sagen, nein, du passt nicht dazu. Wie viele Möglichkeiten und schöne Dinge willst du an dir vorbeigehen sehen, nur weil du dich nicht traust, diese Chance zu ergreifen? Ich bin Dasha und willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute reden wir darüber, wie du es schaffst, die Angst vor Ablehnung zu überwinden und endlich die Möglichkeiten zu ergreifen, die wirklich für dich da sind und die dich zu deinem höchsten Selbst führen werden. Ich selbst hatte auch schon die ganze Zeit die Angst vor Ablehnung. Ich war damals ein sehr schüchterner Mensch, aber jetzt ergreife ich neue Möglichkeiten und denke mir so, ja, ist doch egal, was die anderen von mir denken. Das definiert mich nicht persönlich als Menschen, wenn ich abgelehnt werde. Erstmal ist es wirklich zu journalen und wirklich zu verstehen, wieso du diese Angst vor Ablehnung hast und wie du dich selbst sabotierst. Erinnere dich zum Beispiel an eine Situation, wo du schon mal abgelehnt wurdest. Wie hast du dich dabei gefühlt und wieso hast du dich dabei gefühlt? Wann hat die Angst vor Ablehnung bei dir angefangen? Was hat das ausgelöst? Was hält dich davon ab, Neues auszuprobieren, neue Menschen kennenzulernen? Welche Möglichkeiten hast du schon an dir vorbeiziehen sehen, nur weil du die Chance nicht ergriffen hast? Weil du Angst hattest, abgelehnt zu werden. Aber richtig wichtig ist zu realisieren, dass Ablehnung vollkommen normal ist. Du bist nicht die einzige Person, die in ihrem Leben mal abgelehnt wurde und abgelehnt wird. Ich wurde abgelehnt und alle deine Vorbilder wurden 10-mal abgelehnt, bevor die einmal erfolgreich geworden sind. Ablehnung gehört zur menschlichen Natur dazu. Nicht jeder wird dich mögen. Du magst doch auch nicht alle Menschen. Aber das definiert dich nicht als Persönlichkeit. Denn diese ganzen Menschen, die kennen dich nicht vollkommen. Die kennen dich nicht als Persönlichkeit. Die kennen nur diese eine äußere Hülle, die eigentlich nichts wirklich mit deiner Person an sich zu tun hat. Deswegen ist es vollkommen okay, mal abgelehnt zu werden. Du passt nicht überall rein. Nicht jeder findet dich passend für eine Rolle oder für irgendetwas. Und das hat oft nicht mal was mit dir zu tun, sondern mit der anderen Person. Du passt einfach nicht in ihr Leben. Und nehme auch ein bisschen Distanz. Vielleicht passiert das aus einem bestimmten Grund. Eine höhere Macht möchte dich einfach auf den richtigen Weg leiten und deswegen wirst du erstmal abgelehnt, um dann da eine Zusage zu bekommen, wo du auch wirklich bestimmt dafür bist. Zum Beispiel du hast einen Crush auf eine Person und du sprichst diese Person an, aber diese Person lehnt dich ab. Das bedeutet einfach, diese Person war nicht für dich bestimmt und diese Person soll nicht in deinem Leben sein. Deswegen lass los und diese ganzen Ablehnungen führen dich zu der Person, die dir zustimmt und die wirklich für dich bestimmt ist. Außerdem haben Menschen verschiedene Vorlieben, verschiedene Geschmäcker, verschiedene Anforderungen an Menschen und wenn du diese Anforderungen und diese Sachen nicht erfüllen kannst, dann hat das wirklich nichts mit dir als Mensch zu tun. Das hat nichts mit deinem Charakter zu tun, mit deinem Inneren, mit deiner Seele. Diese Menschen kennen deine Seele nicht. Vielleicht kennst nicht mal du deine Seele. Vielleicht weißt du nicht mehr, was du wirklich willst. Aber manchmal müssen wir halt einfach abgelehnt werden. Manchmal gefällt einer Person etwas an dir nicht. Und das ist vollkommen okay. Eine andere Person wird kommen und sie wird dich so mögen, wie du bist. 100%ig. Ich möchte jetzt aber nichts sugarcoaten und sagen, ja, von Journaling und Denken geht deine Angst vor Ablehnung weg. Nein. Jede Angst braucht eine Konfrontation mit der Angst, um überwunden zu werden. Das heißt, wenn du Angst vor Ablehnung hast, dann musst du eigentlich Schritt für Schritt aus deiner Komfortzone gehen und genau das machen, wovor du Angst hast. Zum Beispiel, du hast Angst, deinen Crush anzusprechen, dann fordere ich dich hiermit heraus, deinen Crush anzusprechen. Und dann realisierst du eine Sache. Und zwar, wenn du abgelehnt wirst, dann bist du trotzdem stolz auf dich. Wenn du abgelehnt wirst von irgendetwas, bist du trotzdem stolz auf dich, dass du den Schritt trotzdem gemacht hast. Und dann musst du nicht mehr darüber nachdenken, was wäre wenn, was passiert wenn. Dann hat dieser Gedankenkarussell ein Ende. Und diese Person hat einfach Nein gesagt. Und jetzt kannst du mit dieser Person abschließen. Wenn du es riskierst, abgelehnt zu werden und wirklich abgelehnt wirst, dann kannst du es hiermit einfach abschließen. Aber wenn du immer darüber nachdenkst, oh nein, was passiert, wenn sie mich ablehnen, was passiert, wenn, dann kannst du niemals mit dieser Angst abschließen, weil du die ganze Zeit denkst, oh nein, was passiert, was würde passieren? Aber so hast du direkt eine Antwort. Und wenn du nicht abgelehnt wirst,
gut für dich, perfekt für dich, dann hast du es erreicht. Dann hast du etwas geschafft. Also musst du dich entscheiden zwischen riskiert abgelehnt zu werden, aber dafür eventuell eine wundervolle Möglichkeit zu bekommen, oder auf der anderen Seite in deiner Komfortzone zu bleiben, nichts zu versuchen, dafür nicht abgelehnt zu werden, aber deswegen auch nicht zu wachsen und keine neuen Möglichkeiten zu bekommen. Du bleibst einfach die ganze Zeit in derselben Position, ohne über dich selbst hinauszuwachsen. Also wähl aus, was du lieber möchtest. Ich möchte dir jetzt aber nicht irgendwelche Fake-Geschichten erzählen und sagen, ja, wenn du abgelehnt wirst, liegt es nur an der anderen Person. Du bist perfekt. Bleib so, wie du bist. Die andere Person hat einfach ein Problem mit dir, die andere Person ist unsicher und so weiter. Deswegen lehnt sie dich ab. Nein, das ist delusional. Manchmal wirst du auch einfach tatsächlich abgelehnt, weil du an irgendetwas noch nicht genug gearbeitet hast. Ablehnung zeigt dir, woran du noch arbeiten solltest. Kritik zeigt dir, woran du noch arbeiten solltest. Nimm diese Kritik und diese Ablehnung aber trotzdem nicht persönlich. Nimm die vor allem nicht persönlich. Nimm diese Kritik und diese Ablehnung als Impuls, um darüber nachzudenken, woran muss ich noch arbeiten? Übernimm Verantwortung. Nennen wir mal wieder das Dating-Beispiel. Es ist trotzdem wahr, dass einige Menschen öfter abgelehnt werden als andere. Und das kann an verschiedenen Dingen liegen. Ich sehe schon, wie ich jetzt Kommentare bekomme, wo Leute sagen, ja, ich werde immer abgelehnt, weil ich bin hässlich. Die anderen sind schön. Ich werde abgelehnt, weil ich bin hässlich. Arbeitest du an dir selbst? Verändere das, was du verändern kannst und akzeptiere das, was du nicht verändern kannst. Wahrscheinlich bist du nicht mal hässlich. Es gibt so viel, was man machen kann, um hübscher auszusehen, um besser rüberzukommen. Woran kannst du arbeiten? Vielleicht bist du einfach mega awkward und die Person spürt, dass du unsicher bist und lehnt dich deswegen ab. Vielleicht spürt diese Person, du kümmerst dich nicht um dich selbst und möchte deswegen nichts mit dir zu tun haben. Vielleicht hast du irgendetwas, wo du denkst, hey, wieso wurde ich abgelehnt? Aber in Wirklichkeit zeigt dir diese Person, wieso du abgelehnt wurdest. In Wirklichkeit ist es vielleicht manchmal ein Aufruf, etwas an seinem Leben zu verändern. Aber trenne diese Kritik und diese Ablehnung trotzdem immer von deiner Seele und von deinem Charakter ab. Es bestimmt dich trotzdem nicht als Person an sich, verstehst du? Es sind nur Taten, die du machst, die dann kritisiert werden. Zum Beispiel eine Person mag nicht, dass du unsicher bist. Das bist trotzdem nicht du als Person, sondern es ist einfach eine Eigenschaft, an der du arbeiten kannst. Es ist nicht du als Person. Du als Person bist immer toll, so wie du bist. Aber es gibt halt äußere Sachen, die du beeinflussen kannst, um dann einfach besser anzukommen. Das ist einfach die Wahrheit. So, das war's schon mit den Tipps. Ich gebe jetzt noch eine kleine Zusammenfassung. Um die Angst, abgelehnt zu werden, zu überwinden, ist es wichtig, erstmal darüber zu journalen, über deine Gefühle, wissen, wie du dich fühlst, woran das liegt und wie du das ändern kannst. Erstmal richtig gut darüber nachdenken und aufschreiben. Dann ist es wichtig zu realisieren, dass Ablehnung komplett normal ist. Jeder Mensch wurde in seinem Leben irgendwann abgelehnt und wird abgelehnt werden. Du wirst auch abgelehnt werden und das ist vollkommen normal. Das ist komplett menschlich. Das definiert dich nicht als Persönlichkeit. Dann ist es wichtig, Distanz zu nehmen und zu verstehen, dass du eigentlich einfach nur beschützt wirst von irgendetwas, wenn du abgelehnt wirst. Oder dir wird mit dieser Ablehnung eine wichtige Lektion erteilt. Außerdem kennt dich niemand zu 100% wirklich. Nur du kennst dich selbst. Vielleicht kennst du dich nicht mal selbst zu 100%. Deswegen ist es wichtig, sowas nicht wirklich persönlich zu nehmen. Aber um eine Angst zu überwinden, muss man diese Angst auch konfrontieren. Geh auf Leute zu, geh auf neue Möglichkeiten zu und werd mal abgelehnt. Werd mal abgelehnt. Und dann kannst du die Sache abschließen und dann musst du nicht die ganze Zeit darüber nachdenken, was wäre, wenn. Oder du wirst nicht mal abgelehnt. Aber zu guter Letzt solltest du auch Verantwortung übernehmen. Es liegt nicht immer an der anderen Person, dass du abgelehnt wirst. Manchmal zeigt dir Ablehnung einfach Dinge, an denen du noch persönlich arbeiten musst. Aber trotzdem definiert es nicht deinen Charakter und deine Seele. Und ja, das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, du konntest was davon mitnehmen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.